Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute kommen wir zum ersten blauen Zug von 1966. Mit der blau-roten Farbgebung wollte man die Lokomotiven vielleicht etwas farbenfroher gestalten, aber der Zug blieb dann doch eintönig blau. Typisch für die ersten 2 Jahre waren die roten Hakenkupplungen. Trotz der kurzen Produktionszeit gibt es 4 unterschiedliche Typen. Zuerst mit einer 2x2 Lochplatte, die für den Haken und die Öse verwendet wird. Der Haken war mit 2 kleinen runden Steckern zusammengesetzt. Später wurde die Halteplatte auf 2x4 Noppen vergrößert und passte nicht mehr auf die alten Drehgestelle. Genauso gab es eine größere Zugöse. Im geschlossenen Halter kann der Kupplungshaken liegend und stehend festgestellt werden. Er kuppelt aber nicht automatisch. Der alte Kupplungshaken war mit 2 kleinen runden Stiften verbunden, beim neueren Haken hatte ein Stift einen größeren rechteckigen Querschnitt. Bei der 4. Variante ist der Haken aus einem Guss und wird über eine offene Öse in die Halterplatte eingeklickt. Im 3. Eisenbahnjahr 1968 kamen auf dieselbe Halterplatte mit offenen Ösen die neuen Magnetkupplungen. Es ziehen sich nur Magnete mit unterschiedlichen Farben an. Im ersten Jahr gab es 2 kleine Waggonfahrgestelle Nummer 152 mit 6x16 Platten. Mit den Eisenbahnrädern auf den normalen Radlagersteinen. Einmalig war 66 das große Fahrgestell 153 mit einer 6x24 Grundplatte. Auf den Drehgestellen ist der Kupplungshaken tiefer angebaut, deshalb habe ich ihn auch bei den normalen Waggons um 2 Platten tiefer gesetzt. Bei den Drehgestellen sind 2 Achssteine fix mit einer 4x6 Platte zusammengegossen. Auf einer Seite gibt es einen Halter für eine 2x2 Kupplungsplatte. Auf das Drehgestellelement mit den 2 Radlagersteinen steckt man einen Drehteller, mit dem das Drehgestell auf die Waggongrundplatte gesteckt wird. Der Zug fährt auf neuen blauen Schienen mit weißen Schwellen. Das war die sogenannte blaue Ära bis 1979. Die geraden Schienen haben ein geriffeltes Profil, das zu den geriffelten Eisenbahnrädern passt. Bei den Kurven ist die Innenschiene glatt, damit das Lokomotivrad durchdrehen kann. Für einen Kreis braucht man 16 Schienen. 1967 kamen die Handweichen, links und rechts, Set Nummer 194 mit einem gelben Rundstein als Handgriff. Und es gab das Set Nummer 155 mit 2 Kreuzungen und einigen Schienen. Im Ergänzungsset 403 waren 2 Achsen mit Eisenbahnrädern und 2 neue Kupplungen. Der beschrankte Bahnübergang kam 1968, zuerst mit voller Straßenfläche, 1969 mit einer Durchführung für die 12 Volt Stromschiene. 1968 kam auch die Ergänzungspackung 160 mit einem Dreiersatz Magnetkupplungen zum Nachrüsten alter Waggons. 1966 gab es 5 Sets mit blauen Loks. Ich habe nur Packungen in besonders schlechtem Zustand, weil ich keinen großen Wert auf sie lege. 1966 war das neue Zusatzlogo mit den farbigen Streifen, das die begrenzten 5 Farben darstellt, in denen es die Steine damals gab. Vorne das Produktfoto, auf der Seite die Artikelnummer und auf der Hinterseite Detailaufnahmen. Innen eine Kartonlade zum Ausziehen mit Kunststofffächern für den Inhalt und zur Präsentation besonderer Bauteile. Auf der Seite technische Funktionszeichnungen. Die Bauanleitung ist ein kleines Faltblatt mit 4 Seiten und 6 Bauschritten.
Die zweite Verpackung vom Schiebezug 111 muss wohl aus Großbritannien stammen, weil auf dem Logo Building Toy anstatt System steht. Auf der Seite haben wir eine englische Beschreibung, vorne und hinten unterschiedliche Fotos. Es gibt wieder eine Lade zum Ausziehen mit 5 großen Kunststofffächern. Auf den inneren Seitenteilen die schwarz-weißen Detailzeichnungen. 1966 kamen 4 unterschiedliche blaue Zugpackungen heraus, 2 zum Schieben und 2 mit Motor. Der kleinste Schiebezug 114 aus 88 Teilen ist nur 4 Noppen breit und passt perfekt zu den Gebäuden im Baukasten 080. Eine nette Lokomotive mit viel kleinerem Baumaßstab auf einer grauen 4x12 Platte mit 2 Waggons, die auch beide 4 Noppen breit gebaut sind. Ein blauer Güterwaggon und ein Runkenflachwagen mit 8 blauen Rundsteinen und 3 2x4 Steinen als Ladegut. Ich habe hier einen längeren Balken aufgeladen. Das größere Schiebezugset 111 mit 118 Teilen hatte den normalen Baumaßstab mit 6 Noppen Breite. Die Verpackung habe ich euch ja schon vorher gezeigt. Die große Schiebelokomotive ist noch viel einfacher gebaut als die kleine. Es ist ein einfacher Grundbaukasten mit großen Steinen. Es sind 3 6x16 Grundplatten dabei, 6 Achsen und 3 Kupplungen für 3 Waggons. Der letzte Flachwagen hat ein kleines Bremserhäuschen aufgebaut. Wenn man in den Schiebezug den Motor einbaut, kommt man zum kleinen elektrischen Zugset Nummer 115 mit 136 Teilen, mit einer Lokomotive und 3 Waggons. Wieder ein sehr einfach gestalteter Grundbaukasten. Für die Lokomotive werden fast nur große 2x4 Basissteine verwendet. Wir haben den alten Motor, darauf die Motorgrundplatte mit den alten Hakenkupplungen. In die Aussparung der Grundplatte sind die Stecker eingesteckt. Es ist ein 85 Noppen langer Kabel dabei. Dieser hier ist nicht der Originale. Laut Bauanleitung wird die Batteriebox wie bei den LKWs getrennt verwendet. Aber beim Zug kann man sie ja ganz gut mit 2 Achsen und 2 Kupplungen zu einem Schlepptender umbauen. So bekommt man mit wenigen Handgriffen eine Schlepptenderlokomotive. Es bleibt hier natürlich der ganze Kabelsalat übrig. Man müsste ein kürzeres Kabel anschließen. Ganz ohne Kabel kommt die Lokomotive Nummer 112 mit 77 Teilen aus, die es um 24,75 Mark einzeln gab oder in der großen Zugpackung 113 mit 2 Waggons und 367 Teilen zum Preis von 57,50 Mark. Die Lok schaut zwar hässlich aus, aber durch das Gewicht des Batteriekastens hat sie eine besonders hohe Zugkraft. Der Batteriekasten bildet einen höher gesetzten kantigen Dampfkessel, die Anhängekupplung ist 2 Platten tiefer gesetzt für die Waggons mit Drehgestellen. Beim Set sind ein Postwagen und ein Reisezugwagen dabei. Wunderschön gestaltet mit 2 Drehgestellen und 6 blauen 1x6 Steinen mit aufgedruckten weißen Streckentafeln. Das sind die einzigen Waggons mit diesen wunderbaren Drehgestellen. Auf den großen 6x24 Platten, die Dachwölbung ist aus kleinen 2x4 Platten geformt. Ich habe diesen Waggon zweimal gebaut, so hat der Zug 3 Waggons zum Anhängen. Im übernächsten Video werde ich eine Strecke aufbauen und diesen Zug fahren lassen. Der zweite Originalwaggon aus dem Set 113 ist der Postwagen. Im Original hatte er natürlich keine Türen, diese kamen erst 1967 heraus.
Der Zug hat 4 weiße, wunderschön mit Postsymbolen bedruckte 1x6 Schriftsteine. Wir blicken nochmal nostalgisch auf die wunderbaren Drehgestelle. Schade, dass es sie nur im Jahr 66 gegeben hat. Bei den alten Lokomotiven sind die Haftreifen aus Gummi, meistens ausgehärtet und glatt. Zum Glück konnte ich einmal ausreichend Reservematerial ergattern. Der alte Motor benötigt hin und wieder eine kleine Schmierung des Getriebes mit einem Tropfen Modellbahnöl auf dem Schwamm unter dem Loch. Aber Achtung, auf keinen Fall beim neuen Motor machen, denn dort ist unter dem Loch direkt der Motorblock eingebaut. Der kleine Schiebezug 114 war 1967 beim Grundbaukasten 080 dabei. Er hatte 713 Teile. Im deutschen Katalog gab es ein schönes, großes Foto im Hochformat von der Packung und dem Inhalt. Unter der Beschreibung lesen wir einen stolzen Verkaufspreis von 75 Mark. Das wäre heute eine Kaufkraft von 170 Euro. Im italienischen Katalog war ein Foto im Querformat um 14.000 Lire. Damals hatte die Lire noch einen Wert. Neben dem kleinen 4 Noppen breiten Schiebezug konnte man sich noch 2 kleine Lastwagen bauen, einen einfachen 4 Noppen breiten Pritschenwagen mit Fensterscheinwerfern und einen kleinen Kastenwagen ohne Seitenwände. Es war noch eine zusätzliche gerade Schiene dabei für ein Eisenbahnsignal mit 2x3 Platten für Signal und Ständer. Wunderbar in diesem Set ist der aus Steinen gebaute Verkehrspolizist mit 1x2 Steinen als Kopf und Füße und einem 2x3 Stein als Körper. In diesem Baukasten kommt 67 erstmals ein typisches gelbes Bahnhofsgebäude vor. Die dünnen grünen Grundplatten waren 67 absolut neu. Bis 68 hatten sie zuerst die Noppen nur dort, wo etwas aufgebaut wurde. Die restliche Oberfläche war flach aufgeraut ohne Noppen. Im Gebäude sind die alten Fenster und Türen vom Stadtplan eingebaut. Es gibt unterschiedliche Türen mit Klinke links und Klinke rechts. Von den anderen 3 Häusern fehlt mir die originale 16x24 Grundplatte. Das große weiße Haus hat noch das alte Stufendach, breite Fenster mit Fensterläden. Vollständig neu sind 67 der Gartenzaun mit dem Gartentor. Im Originalset gibt es nur für die Vorderseite einen Zaun. Ich habe die Gärten auf allen 4 Seiten eingezäunt. Neu sind auch die Fliesen mit dem glatten Rand ohne Rille. Und für jeden Garten gibt es 2 alte Bäume mit runder Grundplatte für die Noppen. Das kleine rote Haus hat ein blaues Dach aus Dachsteinen mit 2 kleinen Walmen und 2 Anschlusssteinen für die Gaupen, mit 2 Türen und 4 kleinen Fenstern. Das kleine weiße Haus hat ein rotes Dach mit Gradsteinen. Beim Gartenzaun habe ich auf die abgerundeten Kanten der Grundplatten Makaronisteine als Ecken aufgesetzt. Diese sind im Originalset natürlich nicht dabei. Von den Bäumen waren 2 Kiefern, 2 Birken und 2 Dreierbüsche dabei. Für mich sind das die ersten Legoland-Gebäude. Im kleinen Schiebezug kann man auch den Motor einbauen. Die Kupplung kommt einfach direkt auf den Motorblock und die Anhängung passt perfekt zusammen. Dann kommt der Führerstand und einige weitere Bauteile zur Verzierung auf den rohen Motorblock. Viel hat hier nicht Platz, der Kessel ist nur mit 2 Platten angedeutet. Vorne gibt es 2 kleine und einen großen Schrägstein. Vorne kommt noch der Kamin auf den Kessel und schon kann der Zug losfahren. Für den Batteriekasten ist natürlich nirgends Platz. Aber es ist interessant, wie einfach der Motor verwendet werden kann.
Mit dem alten blauen Zug kann man viel kreativer bauen als mit dem neuen schwarzen Zug, wo schon vieles vorgegeben ist. Die Drehteller und die Drehgestelle geben viele Möglichkeiten. Ich habe hier eine möglichst kleine Lokomotive gebaut. Im Erscheinungsbild und in der Farbgebung habe ich mich an den klassischen Lokomotiven orientiert. Vorne und hinten habe ich 2 zusätzliche Laufachsen mit Drehtellern an den Motor angebaut. Um Bauhöhe zu sparen, habe ich die Achsen von unten mit Platten befestigt. Auf der Seite habe ich den Kolben angedeutet, hinten ist die Grundplatte verlängert, der Führerstand ist langgezogen, damit man an die Stecker kommt. Die Kupplungen kommen direkt auf die Achsen, damit sie auf der gleichen Höhe mit den Drehgestellen liegen. Beim Schlepptender habe ich mir 2 Drehgestelle gewünscht, dafür braucht man mindestens 16 Noppen Baulänge. An der Oberseite wird der Anbau mit 2 langen Balken festgehalten. Jetzt hängen wir den Schlepptender an die Lokomotive an. Ich stecke die Stromkabel in den Batteriekasten ein und die Lokomotive kann losfahren. Beim blauen Zug gefallen mir besonders die Drehgestelle, die es seit 1966 bis 80 nicht mehr gegeben hat. 2 Drehgestelle haben wir auch am langen zweiachsigen Flachwagen, den ich hier mit 2 Traktoren beladen habe. Neben den Radkeilen muss man auch an der Innenkante der Reifen am Boden Platten befestigen, damit das Ladegut bei der Fahrt nicht verrutscht. Die Traktoren kann man ruhig in der vollen 6 Noppenbreite bauen. Sie schauen mit der 2 Noppen breiten Motorhaube trotzdem ziemlich klein aus. Scheinwerfer, Logo, Zweikolbenmotor, Lenkrad, Kotflügel und Fahrersitz. Alles ist vorhanden. Die vielen Achsen der Drehgestelle brauchen eine große Zugkraft und die Lokomotive hat relativ wenig Gewicht. Mit einem Waggon geht noch alles gut, aber den schweren Autowaggon, den ich das letzte Mal gebaut habe, schafft die Lokomotive nicht mehr. Ich habe den doppelstöckigen Waggon mit 4 Autos beladen, die ich 4 Noppen breit gebaut habe, mit Fenstern als Lichter und transparenten Schrägsteinen als Windschutzscheiben. Hier drehen die Lokomotivräder vollkommen durch. Mit dem Batteriekasten als Gewicht über dem Motor würde sie der Zug locker ziehen. Aus den verschiedenen Modellbüchern von 1966 bis 1969 kann man eine eigene Welt für die blaue Eisenbahn aufbauen. 60 gab es ja noch nicht einmal die Räder, 66 zeigte das Modellbaubuch 239, wir bauen mit Lego, sehr viele Modelle mit Gummirädern. Aber auch schon das erste Bild von der neuen elektrischen blauen Eisenbahn, die sonst im gesamten restlichen Buch nicht mehr auftaucht. Dasselbe Modellbuch 239 wurde 1969 unter dem Titel Das große Lego-Buch ein zweites Mal aufgelegt. Mit vielen neuen Motormodellen. Man sieht hier die Lenkachsen-LKWs von 67 und die Bahnhofsgebäude von 68. Der größte restliche Teil des Buches ist aber unverändert geblieben. Eines der schönsten Ideenbücher ist das kleinformatige 240 mit 80 Seiten von 1967. Mit sehr vielen wunderschönen Modellen, vor allem auch für die Eisenbahn. Verschiedene schöne Züge, Waggons und wunderschöne riesengroße Lokomotiven mit Doppelmotoren und jeweils 2 eingebauten Batteriekästen, ganz schwere Brummer, verschiedene Güterwagen, Bahnhofsdioramen, Bekohlungsanlage, Wasserkran, Reiterstellwerk, Wasserturm. In diesem Stil habe ich auch meinen Leuchtturm für die Fähre gebaut. Hier sind noch kleinere Lokomotiven mit Dampf und mit Diesel.
Auf der nächsten Seite kommen dann Brücken und Bahnüberführungen und auch gebaute Figuren. Und zum Schluss noch eine Auswahl verschiedener Gleisbilder und die Dachbautechnik vom Titelbild. Das kleine Ideenfaltblatt von 1970 war bei den Zugsets dabei, zeigt die verschiedenen Systeme und Dioramen. 70 gab es das große Lesebuch 242 vom Lego Motor mit 96 Seiten. Hier ist ein wunderschöner Stromlinienzug. Es gibt viele Baupläne der normalen Standardsets, Ideen für Güterwagen und Fotos von großen Dioramen. Durch das ganze Lesebuch führt ein langer Text über die Geschichte der Eisenbahn. Jetzt kommt eine schöne Bauidee für einen Güterbahnhof mit Portalkran und für verschiedene Eisenbahnbrücken. Zum Schluss eine Startrampe für die Mondrakete. Hier ist noch das zweite Buch vom Lego Motor, Nummer 241 von 69, mit 100 Seiten, ohne Hardcover und ohne Geschichte zum Lesen. Wir sehen hier verschiedene Lokschuppen, Bekohlungsanlage, Wasserturm, Verladekran, ein Reiterstellwerk, verschiedene Lagerhäuser, Güterbahnhof, Verladekran am Hafen, für Autos und für Schüttgut. Es gibt im ganzen Buch viele unterschiedliche Güterwagenideen. Hier sind die 2 Traktoren auf dem langen Flachwagen mit den Drehgestellen. Das 12-Volt-System wird beschrieben und zum Schluss gibt es einen Flughafen. Viele wunderbare Ideen, die ich gerne einmal nachbauen möchte. Im Studio habe ich eine Drehscheibe mit 3er-Lokschuppen entworfen. Ich habe aber leider nicht genügend Zeit und Steine, noch schnell alles zu bauen. Mit diesen Bauideen für eine eigene Spielwelt mit dem blauen Zug schließe ich das heutige Video ab. In der nächsten Woche geht es mit dem schwarzen Zug weiter. Zu den Zügen, die ich hier schon aufgestellt habe, baue ich euch noch das große Zugset 119 mit den elektronischen Funktionen. Und wir schauen uns das nächste Mal den legendären elektronischen Zug mit Pfeiffernsteuerung an. Mit dem ersten 12-Volt-Zug von 69 werde ich dann das nächste Aufbauvideo abschließen. Im folgenden Übersichtsvideo kommen dann die Züge auf einen Schienenkreis und wir lassen sie fahren. Danke euch allen, dass ihr heute zugesehen habt. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.